Eines Tages dachte Sonic an ein neues gutes Spiel. Er hatte vor ein paar Jahren ein gutes Spiel gehabt, doch der Gedanke an ein neues gutes Spiel wollte ihm einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen. Da traf er seinen Freund Sonic Team. Hey Bro, hast du irgendein gutes Spiel für mich? Nein, aber wir arbeiten an einem neuen Game, das erst in 3 Jahren kommen wird. Falls du aber jetzt ein Spiel haben willst, frag mal deinen Boss Sega. Sonic fand das spitzenmäßig. Die beiden gaben sich die Hand und Sonic machte sich auf den Weg zu Sega. Hey Boss, hast du irgendein gutes Spiel für mich? Weil unser neuer Freund mit wieder was. Schau mal vorbei. Sonic hielt das für eine wunderbare Idee. Die beiden gaben sich die Hand und Sonic machte sich auf den Weg zu Big Red Button. Bam! Hallo, Big Red Button. Hast du ein gutes Spiel für mich? Ja, wir arbeiten an einem Spiel, schau mal. Oh wow, das sieht gut aus. Ich habe blaue Arme und Knuckles ist hot. Super! Oh Junge, das sieht super aus. Vielen Dank. Was könnte jetzt noch schiefgehen? Das war ein langes Intro. Von 2008 bis 2010 hatte Sonic sehr interessante Spiele gehabt. Doch 2011 kam ein Sonic-Spiel raus, was für viele als das beste Sonic-Spiel aller Zeiten galt, nämlich Sonic Generations. Sonic in 3D wurde hier perfektioniert und es fühlte sich richtig an. Vom Gameplay bis zum Leveldesign und letztendlich zur bombastischen Musik war dieses Spiel perfekt. Außer der Story. Hey Sonic, genieß deine Zukunft. Sie wird super. Und dem Endboss. 2011 ging Sega zu Big Red Button und sagte: Hey! Macht ein Sonic-Spiel mit neuen Designs, neuen Charakteren und neuen Gameplay. Big Red Button saß dementsprechend fleißig an dem Spiel und der Name Sonic Synergy wurde geboren. 2012 wurde dann ein Testtrailer veröffentlicht, wo man das Konzept des Spiels sehen konnte. Wie ihr sehen könnt, hatte das Spiel eine Menge coole Ideen gehabt und es wirkte wie ein Open-World Sonic-Game. Mit vielen spielbaren Charakteren sollte das ein cooler 3D-Jump-Run-Plattformer werden. Die Konzeptzeichnungen zum Game waren wunderschön und das Game sah wirklich vielversprechend aus. Doch dann, am 17. Mai 2013, Sega und Nintendo machten einen Deal. Der Deal war es, dass die nächsten 3 Sonic-Spiele nur exklusiv für die Wii U und den Nintendo 3DS erscheinen sollten. Und eins davon war Sonic Synergy. Im Februar 2014 kam dann der erste richtige Trailer raus. Und hier sah man schon etwas neues Gameplay als vorhin. Die Charaktere sahen im anderen Trailer sehr komisch aus, jetzt sahen sie viel besser aus. Allgemein über das Design der Charaktere haben sich viele beschwert. Sonic hat blaue Arme. Das war ein Punkt damals. Tails ist okay, Amy ist die einzige, die gut war und Knuckles... Ich hasse mein Leben. Aber ja, das war der Trailer mit der letzten Einblendung Coming Soon. Nun, das war ein Problem. Sonic Synergy, was nun zu dem Zeitpunkt umbenannt wurde in Sonic Boom, sollte ursprünglich nur für den PC erscheinen und später eventuell auch für die PS4 und Xbox One. Die Engine CryEngine war halt nie für die Wii U geplant und hier begann das erste Problem. Das ganze Big Red Button Team bekam von Sega die tolle Nachricht, dass Sonic Boom auf die Wii U kommen soll. Plus, es kommt eine TV-Serie, die sehr comedy-mäßig ist, also muss man die Story im Spiel ebenfalls ändern. Dazu kommt noch, dass viele Dinge, die man geplant hatte für die PC-Version, alle verworfen wurden, da die Wii U hardware-technisch das nicht packen könnte und da Big Red Button nun enorm Zeitdruck hatte. Es wurden Dinge entfernt wie der 4-Spieler-Modus, viele Levelabschnitte und sogar ein Chao-Garten wurde entfernt. Ja, es sollte einen Chao-Garten wieder geben. Es gab so viele coole Ideen, die wegen der Portierung der Wii U und dem Zeitdruck nun nicht mehr möglich waren. Big Red Button war nun mehr als nur überfordert. Und so haben sie sich mit der Wii U beschäftigt. Doch das fasst Zeit. Eine Menge Zeit. Geschafft! Das Spiel ist endlich fertig. So, Chef, wir sind fertig. Okay, ihr seid gefeuert. Was? Am 11. November 2014 erschien Sonic Boom Lyrics Aufstieg und das Game war eine Katastrophe. Bugs und Glitches überall. Die Charaktere reden die ganze Zeit und müssen alles kommentieren. Und der Humor. Schau mal, Ratten. Wir können die als Rampen benutzen. Ciao! Yeah! Und selbst das Gameplay furchtbar langweilig. Zeit, die Story unter die Lupe zu nehmen. Sonic Boom beginnt mit einer Cutscene, wo wir sehen, wie Sonic stirbt.
So, das war's mit dem Game. Wir sehen Sonic und Co., wie sie hinter Eggman her sind. Und gleich hier wird der wundervolle Humor gezeigt vom Spiel, der uns durch das ganze Spiel begleiten wird. Amy, Knuckles, nach links! Einen Moment. Bin dran. Oh, Sonic! Weißt du, was besser ist als ein Hinterhalt? Ein Hinterhalt mit Eis? Okay, bringen wir die Story hinter uns so schnell wie möglich. Sonic und Freunde sind im Dschungel. Roboter greifen an. Sonic ist am Tor und sagt zu Freunden: Hey, kommt her! Freunde verfolgen Sonic. Nun sind alle eingesperrt. Freunde sagen, es ist Sonics Schuld. Wegen dir sind wir hier eingesperrt. Nur wegen dir. Weiß jemand, warum der Himmel blau ist? Lyric erwacht und ist böse. Sonic und Freunde wurden gefesselt von Lyric. Sonic und Freunde sind frei. What? Ich habe aus den Fesseln Elektroarmbänder gemacht. Wir können jetzt so viele coole Dinge machen. Zum Beispiel uns fortbewegen oder Gegner angreifen. Bin ich nicht toll? Wer bist du? Sonic und Freunde gehen zu einem alten Sack, der sagt, dass Lyric böse ist und sie brauchen die Chaos Emerald Kristalle, um ihn aufzuhalten. QNC begleitet Sonic und Freunde. Ich bin super. Sonic und Freunde suchen nach Kristallen. Shadow ist da. Sonic kickt Shadow. Sonic und Tails reisen in die Vergangenheit, um eine Karte zu finden und Lyric aufzuhalten. Karte gefunden! Dank diesen Roboter hier namens Maya. QNC ist ein Verräter und arbeitet für Lyric. Oh, wer bist denn du? Ich bin dein schlimmster Albtraum. Ich bin böse. Sehr böse. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber ich bin böse! Wusstest du, dass die Erde einen Durchmesser von 12.742 Kilometern hat? Sonic sperrt den Lyric von der Vergangenheit ein. Eggman und Gegenwart Lyric arbeiten jetzt zusammen. Also sind wir jetzt Freunde? Wir sind keine Freunde, sondern Feinde. Und wir müssen diesen blauen Igel aufhalten. Er hat die Karte. Verstehst du das? Dass wir Freunde sind? Nein! Sonic und Freunde treffen auf einen Riesenwurm. Riesenwurm ist tot, weil Sonic zu cool ist. Sonic und Freunde sammeln immer noch Kristalle. Metal Sonic klaut einen Kristall. Nun kämpfen alle gegen Metal Sonic. Metal Sonic stirbt. Sonic und Amy wollen den nächsten Kristall haben. QNC ist da. Hahaha, ich bin ein Roboter und lache deswegen so. Hahaha. Darf ich ihn diesmal töten? Klar, warum nicht? Eggman will kämpfen. Nein, ich werde gewinnen. Diesmal lasse ich mich nicht von dir besiegen. Sonic und Freunde geben Lyric alle Kristalle, weil... Keine Ahnung? Lyric tötet Sonic. Freunde sind traurig. Sonic lebt wieder. Freunde sind glücklich. Sonic und Freunde kämpfen gegen Lyric und verlieren. Eggman rettet Sonic und Freunde, weil... Was? Nimm das, du Schlange. Hallo? Oh, sorry, das sollte ein Witz sein. Okay, tun wir mal erstmal das hier drauf. Ja, genau so. Und, das hier. So. Shadow ist da. Shadow ist weg. Sonic und Freunde machen Feuerwerk. Eggman hat einen Button gefunden und ist glücklich. Ich habe ihn endlich gefunden. Jetzt kann mich niemand mehr aufhalten. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Und Metal Sonic lebt. Metal Sonic lebt? Also gehen wir weiter zum Gameplay, Game Design. Wir haben 4 spielbare Charaktere. Sonic, Tails, Knuckles und Amy. Jeder von ihnen hat verschiedene Fähigkeiten. Sonic hat einen Spin Dash und kann so einen Fußkick aufladen. Tails kann kurz fliegen und hat einen Roboter und Feuerwerk. Knuckles hat nur Muskeln. Und Amy hat ihren Hammer und kann 3-mal springen. Jeder Charakter kann auch kämpfen. Das Kämpfen besteht zu 99% nur darauf, dass man einen Button spammt. Wir haben auch einen Ausweichknopf, der so OP ist, dass man nie Schaden bekommt, wenn man in der Nähe von Gegnern ausweicht. Außerdem hat jeder so einen Energiestrahl. Mit dem könnt ihr Rätsel lösen oder auch Gegner in die Luft schleudern. Dieser Energiestrahl ist auch sehr nützlich bei Rennpassagen, wie ihr sehen könnt. Auf dem Wii U Gamepad gibt es diesen blauen Sonic-Button hier. Mit dem könnt ihr durch Wände durchschauen und so Sammelobjekte finden. Ihr werdet das nie benutzen im Spiel. Neben Ringe gibt es auch versteckte Sammelobjekte, nämlich Kronen und Truhen. In den Truhen bekommt ihr Schrauben, womit ihr bestimmte Gebiete erweitern könnt. Bringt absolut nichts. Außerdem schaltet ihr mit der Zeit Dinge frei in euren Extras, wie Konzeptzeichnungen, Soundtracks oder Filme. Ebenfalls haben alle Charaktere so Spezialsteine, mit denen man bestimmte Dinge verbessern kann, wie Stärke oder das oder... Oh my God, who the hell cares? Für mehr Stuff braucht ihr die 3DS-Version von Sonic Boom um...
Alle Charaktere laufen in diesem Spiel auch sehr langsam. Ich meine, es ist nicht schlecht, nur sehr ungewöhnlich für ein Sonic-Game. Es gibt schnelle Passagen im Spiel, nur sind die echt schlecht, wenn das Game in dem Moment in 20 FPS läuft. Zu guter Letzt ein Gameplay-Glitch. Unser Freund Knuckles hat nämlich einen Move drauf, mit dem man das ganze Spiel zerstören kann. Wenn er nämlich springt und dann in der Luft diesen Move macht und dann pausiert, dann kann Knuckles in der Luft nochmal springen. Und das macht ihr nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Man kann alles skippen mit diesem Infinity Jump Glitch. Ich werde jetzt über dieses Tor mich durchglitschen. Geschafft! Leider wurde er ein wenig gepatcht und nun ist er schwerer auszuführen. Aber ganz ehrlich, das Game ist sowieso langweilig. 2D-Plattformer, wo ihr nichts anderes macht als einen Button klickt, sinnlose Puzzeln, ständige Kämpfe gegen Roboter, Unterwasserabschnitte mit einem U-Boot. Ihr seid in einem Kampfboot und habt verschiedene Fähigkeiten. Eine Rennpassage hier, eine andere da und eine andere hier. Unnötige Nebenmissionen, die absolut keinen Spaß machen. Und die Bosskämpfe bestehen nur aus Button-Smashing. Und über den 2-Spieler 10 FPS-Modus will ich gar nicht erst anfangen. Oder diese Herausforderungen im Menü. Kurz gesagt, die sind beide scheiße. Kommen wir nun zum Game Design. Wie euch aufgefallen ist, wirkt alles hier wie ein Open-World-Game. Jedoch ist Sonic Boom ähnlich wie Ratchet & Clank, was die Welten angeht. Beide Games haben kleine Open-Worlds, die in Abschnitte aufgeteilt sind. Nur mit dem Unterschied, dass Ratchet & Clank optisch als auch spielerisch wundervoll ist, aber Sonic Boom das komplette Gegenteil ist. Versteht mich nicht falsch, Sonic Boom hat schöne Orte, besonders am Anfang. Aber ich finde, das Game sieht optisch nicht so schön aus. Allgemein ist es ein wenig pixelig auf der Wii U. Versteht ihr? Viele Animationen sind auch sehr broken, darüber müssen wir nicht reden. Und dass die Ladezeiten unfassbar lang sind, macht es auch nicht besser. Sonic Boom Lyrics Ausstieg ist das schlechteste 3D-Sonic-Spiel, was ich je gespielt habe. Es hat einen unfassbaren schlechten Humor, die Story ist komisch, das Gameplay furchtbar langweilig, viele Bugs und Glitches und die Musik ist halt nur okay. Ich verstehe bis heute nicht, wieso Sega für ein Spin-off-Sonic-Spiel mehr Aufmerksamkeit schenkte als für Modern Sonic. Ihr müsst euch vorstellen, Sonic Boom war überall. Eine Menge Merchandise, eine TV-Serie, die tatsächlich wirklich gut war, ein Mobile-Spiel und sogar ein 3DS-Game, was zum selben Zeitpunkt erschien wie Lyrics Ausstieg. Es war ganz in Ordnung. Doch Lyrics Ausstieg war ein Absturz. Nicht nur für das Sonic Boom Franchise, sondern auch für Sonic the Hedgehog selbst. Einen Absturz, den Sonic seit 2006 nicht mehr hatte. Und so hatte Sonic nur ein halbes gutes Spiel gehabt und es fühlte sich so an, als wäre es ein ganzes gewesen. In ein paar Jahren ist sein 25. Geburtstag und da kommt ein neues Spiel von Sonic Team höchstpersönlich. Was kann da schon schief gehen? Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, Glocke dazulassen, netten Kommentar schreiben und Like dazulassen. Bis zum nächsten Video.